Nächstes Heimspiel. Der SC Freiburg ist zu Gast bei einem bislang sehr, sehr gut aufspielenden Team, was natürlich auch neu zusammengestellt wurde. Viele Neuzugänge, aber wir haben 2 Siege bislang, sehr überzeugend. 6-1 gegen Augsburg und dann in Hannover, glaube ich, 4-0 haben wir da gewonnen. Also von daher, es läuft bislang in Richtung Meisterschaft. Das ist ja ganz anders als in der Hertha-Karriere, die ja parallel läuft. Da versuche ich den Klassenerhalt irgendwie zu kriegen. Je nachdem, wie es da läuft, ich werde jetzt nicht spoilern, weil ich halt nicht weiß genau, wann ich die Folgen hochlade, ob ich sie parallel hochlade oder mal 1-2 Tage die Folge oder die Karriere, dann wieder die andere. Von daher werde ich versuchen, nicht zu spoilern. Falls es mir doch mal irgendwann passieren sollte, dann tut es mir auf jeden Fall leid. Aber gut, wir gucken mal. Freiburg sind auch eigentlich traditionell schwer zu bespielen, aber wir haben, wie gesagt, eine gute Truppe bislang. Wir haben einen guten Saisonstart. Von daher hoffen wir, dass wir den Schwung mitnehmen. Eine Änderung habe ich. Larsson für Ugarte. Ugarte war nicht ganz so fit. Dann gibt es noch so 1, 2, so Chukwueze, die sind auch nicht so 100% fit, aber die kann ich auf jeden Fall spielen lassen. Mann der Saison bislang ist Davide Martin. Der hat, glaube ich, bislang 4 Saisontore. Boniface, da kann das nächste, glaube ich, gleich hinzukommen. Oh, das müssen wir alleine machen. Hier, Davide Martin hat gegen Hannover, glaube ich, 3-mal getroffen. Ne, gegen Augsburg 3-mal getroffen, genau. Hannover hat da dann auch noch ein Tor gemacht. Also der ist bislang richtig gut drauf. Auf vorne Victor Boniface natürlich ein Brecher. Mamouche über die Außen. Das ist bislang eine sehr, sehr gute Truppe und die Saison, obwohl sie erst 2 Spieltage alt ist, ist schon wieder richtig gut. Von den Ergebnissen her bislang. Kadiolu Chukwueze, der war auch nicht so 100% fit, aber der macht das schon. Der zieht wieder den Turbo an, natürlich. Das ist seine Spezialdisziplin. Rechte Seite, die gehört Chukwueze. Und in der Mitte Boniface, wenn er sich richtig positioniert. Dann kann er den verlängern, aber so nicht. Das war leider nicht ganz so gut. Und jetzt kommen die Freiburger über Knežević. Da dürfen wir uns auch nicht rauslocken lassen hinten. Da muss dann Kadiolu wieder hin, genau. Läuft also bislang alles richtig gut. Und Freiburg kommt, aber Larsson, pass auf. Der ist auch wirklich richtig, richtig gut. Der ist immer hellwach. Wenn der spielt, macht er immer seinen Job richtig gut. Gewinnt viele Zweikämpfe. Genau, so jemanden brauchst du halt einfach. Chukwueze, schade, es ging zu einfach. Klappt halt auch nicht immer wieder. Kofi Chiré gegen Larsson. Kadiolu da auf der Außen. Hat da sehr gut gemacht. Jetzt Vorsicht. Hinten rausspringen. Genau. Also wir stehen hinten gut. Bislang ein sehr ausgeglichenes Spiel. Vorne hatten wir schon 1-2 Mal die Chance, Möglichkeit, uns was rauszuspielen. Vielleicht jetzt mal was Größeres. Mamouche. Da fehlt Boniface jetzt in der Mitte. Ne, der muss in die Mitte. Aber gut, er lässt sich hier fallen. Warum nicht? Holt sich die Bälle aus dem Mittelfeld. Mamouche. Larsson und da läuft er wieder durch. Fratesi, gut gemacht. Schöne Chance. Aber Davide Martin war auch wieder irgendwo da in der Nähe. Und er wird auch hier im Strafraum auf jeden Fall gesucht. Aber da kommt Pacho. Schade, zu hoch. Aber auch die Ecken, die werden diese Saison wieder hoffentlich eine Macht von uns sein. Wie geht der denn zum Kopfball hoch? Warum springt der denn breitbeinig? Wenn er normal springt, dann hat er vielleicht eine bessere Chance da, das Tor zu machen. Naja, egal. Weiter geht's. Nächste Chance lässt hoffentlich nicht lange auf sich warten. Jetzt werden wir ein bisschen druckvoller, ein bisschen dominanter. Ja, natürlich all voran über die rechte Seite. Chukwueze. Der ist nicht im Abseits. Schade. Wie gesagt, kleinwendig, aber der kommt halt auch leider nicht immer überall durch. Schön vorne anlaufen. Oh, die legen sich aber überraschend häufig die Bälle zu weit vor. Und dann geht er natürlich auch verloren. Boniface. Und dann muss es halt schnell nach vorne gehen. Dann müssen wir die Unsortiertheit irgendwie nutzen. Mamouche. Allein gegen alle. Ne, klappt halt auch nicht. Das ist für uns halt richtig, richtig schwer, da hinten gegen die KI irgendwas zu machen. Weil die steht meistens halt fast gut. Immer richtig. Wissen genau, was sie machen müssen, in welchen Situationen. Sehr schön gemacht von Larsson. Wie gesagt, der ist überall, der gewinnt so viele Zweikämpfe und leitet den nächsten
Konter mit ein. Larsson, Boniface. Oh, super gespielt. Traumhaft. Aber dann ist wieder ein Freiburger dazwischen. Wieder ein Gegner. Das ist Wahnsinn. Das ist halt nach wie vor sehr, sehr zermürbend. Sehr, sehr ernüchternd. Aber das wirst du nicht rauskriegen aus dem Spiel. Das hast du immer. Das hast du leider immer. So, was kommt von Freiburg? Rea, Sique, da ist vorne... Oh, Adamu, Pacho. Ne, was gibt dann jetzt? Er gibt Freistoß? Für was denn? Okay. Muss man nicht verstehen, aber Sique ist auf jeden Fall da. Wird den Freistoß schießen, abgeblockt von der Mauer. Das wäre jetzt ein Ding, wenn die hier 1 in Führung gehen. Die wüssten gar nicht wie. Ecke kommt rein. Pacho klärt erstmal. Kadiolu. Adamu kommt da ran. Adamu! Und dann gibt es erstmal den Halbzeitpfiff. Kanisechi nicht viel zu tun, beziehungsweise gar nichts zu tun. Das war jetzt der erste Schuss, den er halten musste. Ansonsten ist das von uns eine sehr, sehr druckvolle erste Halbzeit. 3:2 Schüsse. Ich wechsle jetzt mal aufs 4-4-2. Unsere gewohnte Formation. Breit, flächig. Mal gucken, ob es was bringt. Mal vorne dann mit 2 Spitzen stürmen. Larsson, das ist wie gesagt Wahnsinn, wie viel Zweikämpfe der gewinnt. Antizipiert richtig gut. Oh, vorne, jetzt aufgepasst. Können den Ball nur weghauen und dann müssen wir da sein. Die Zweikämpfe müssen wir gewinnen, die Kopfballduelle. Boniface, Mamouche. Habt ihr das gerade wieder gesehen? Was ist der für ein Bogen gelaufen? So einen weiten Bogen, ey. Den läuft sonst niemand. Den läuft sonst niemand. Aber apropos laufen, Mamouche läuft wieder. Und verzieht nur knapp. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Anstatt er direkt zum Ball hingeht. Deswegen kommt die Grätsche auch wieder ins Leere. Sonst wäre er nämlich direkt gegen den Gegenspieler gegangen. Beziehungsweise gegen den Ball. Das wäre dann gut gegangen. Und vorne Fratesi, der setzt auch nach. Und Chukwueze, komm, der ist schneller, der holt sich den. Nee, schade. Aber 3 Mann vorne. Komm, da muss doch jetzt der Ballgewinn kommen. Aber der wird nicht kommen. Der wird einfach nicht kommen. Die spielen da so astrein hinten raus. Aber wir haben so große Lücken. So, jetzt aber Boniface. Gut gemacht von Larsson. Und Martin ist durch. Davide Martin gegen Ginter. Oh, der braucht zu lange, um sich umzudrehen. Der braucht zu lange. Da war die Chance schon wieder verspielt. Schade. Aber das 4-4-2 ist gut. Wir bekommen das im Mittelfeld gut gepresst. Vorne auch. Schade, unnötiger Fehler. Und genau hier wieder Mamouche. Meier zu dritt. Genau das klappt. Und der Schiri pfeift nicht ab. Das ist kein Foul. Und jetzt die Chance. Oh, Chukwueze muss sich da besser lösen. Die bleiben immer auch am Gegenspieler, anstatt sie sich einfach lösen. Der hat so viel Platz. Der hat so viele Chancen, sich da frei zu machen vom Gegner, sich Platz zu verschaffen. Leider bislang nicht. Aber gut, wir machen weiter. Larsson vorne. Mamouche, Boniface winkt. Der will den Ball. Boniface läuft ein. Ja, wir laufen bislang vergebens an. Und dann hast du am Ende wieder einen Gegner, die kommen halt einmal vors Tor und die machen dann wahrscheinlich das Tor. Nächstes Spiel in Mainz für uns. Sique gegen Pacho. Meier ist da. Ah, ein bisschen riskant. Zu riskant. Zu schnell hinten rausgespielt. Fratesi, Larsson. Noch steht hier alles. Verteidigung auch sehr gut bislang. Larsson, Fratesi. Irgendeiner muss jetzt gleich mal zugreifen. Sique, Meier. Achtung, das ist die Lücke. Das ist die Lücke für die Freiburger. Und da wäre es fast passiert. Aber Kanisechi hinten, der macht das so. Und jetzt vorne Chukwueze. Das kann er auch nicht alleine machen. Die stehen dann auch hinten gut. Haben sich wieder sortiert. Da muss es halt über die andere Seite gehen. Mamouche. Und jetzt Davide Martin wäre da gewesen. Pacho, Larsson, gut dabei. Jetzt muss irgendwie, genau, die Auftaktbewegung, die habe ich gebraucht. Da ist Davide Martin. Und jetzt ist es passiert. Die Führung 1:0. Durch den Mann der Stunde, wie gesagt, Davide Martin, 5. Saisontor. Okay, jetzt ist auf einmal Sonnenschein. Vorher hat es geregnet oder war bewölkt. Jetzt scheint die Sonne auch mal durch, weil er getroffen hat. Perfekt angenommen. Darauf warte ich halt immer, dass sie die Auftaktbewegung in die Tiefe machen und dann kriegen sie auch den Ball. Und Davide Martin, der hat ähnlich wie Haraldsson den Hang zu Traumtoren. Apropos Haraldsson, das ist ein gutes Stichwort, mal zu wechseln.
Bringen wir Haraldsson doch gleich mal rein für Chukwueze. Vorne können wir Larsen für Boniface reinbringen. Der heute auch wieder viel versucht hat, der aber ein bisschen glücklos heute war. Der eine Schuss in der ersten Halbzeit, der geblockt wurde, aber der macht auch Tore. Der wird auch noch sehr, sehr wichtig für uns. Und sehr, sehr wichtig ist erstmal die Führung hier. 1-0. Eine Viertelstunde vor Schluss. Vielleicht bricht das jetzt so ein bisschen den Bann. Vielleicht kriegen wir noch eine zweite und noch eine dritte Chance, wenn wir es denn dementsprechend gut zu Ende spielen. Aber jetzt sind wir erstmal hinten gefordert. Keitel. Oh, guter Ball in die Tiefe. Guter Ball in die Tiefe. Patrick-Diolo. Da kommt keiner ran und dann gibt es den Elfmeter wieder auf, ja, identische Weise, wie wir auch jeden Elfmeter in der letzten Saison bekommen haben. Wir kriegen da hinten die Seite nicht zu. 2 Mann. Bekommen den nicht verteidigt. Dann geht er durch die Beine und dann, ach, weiß ich nicht, lässt er sich halt auch fallen, ne? Aber gut. Elfmeter ist es. Und dann heißt das Duell Adamu gegen Kanisecis. Der erste Elfer gegen uns. Komm, ist eine große Chance mal, sich schon zum Helden zu machen. Aber so nicht. Adamu in die Mitte. Und der Ausgleich. 1-1. Ja, ein Gegentor aus dem Nichts. Auch völlig unverdient. Aber gut, das zählt am Ende nicht. Am Ende steht es jetzt erstmal 1-1. Aber wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, um das hier wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Ist halt wieder unglücklich, weil wir außen die Zweikämpfe nicht gewinnen. Aber das werden wir auch wahrscheinlich nie hinkriegen. Wir lassen sie immer in den Strafraum reinkommen. Vorher will ich auch nicht grätschen oder irgendwie in den Zweikampf reingehen, weil dann verlieren wir sowieso den Zweikampf. Oh, Flanke kommt. Entweder verlieren wir dann eh den Zweikampf oder es ist dann ein Freistoß oder es gibt dann Elfmeter. Also da hat man manchmal auch gar keine Lust, in den Zweikampf reinzugehen. For real. Oh, just by the way. Nächstes Spiel der Freiburger ist gegen Dortmund. Oh. Und Kunku passt auf. Sehr gut. Larsen. Und wir haben jetzt ja auch noch ein bisschen Zeit. Larsson, der hat auch schon das eine oder andere Traumtor gemacht. Diolo und jetzt ein Kunku. Der läuft ganz hinten ein. Ein Kunku abgefälscht und Larsen. Kommt erstmal nicht ran. Aber nochmal. Larsson. Und Kunku. Wir sind jetzt immer den Zentimeter schneller. Das ist gut. 5 Minuten haben wir noch. Haraldsson, ja, muss da die Lücke ein bisschen aufmachen. Aber die Freiburger verteidigen jetzt natürlich auch, ne? Das ist sehr gut. Davide Martin. Fratesi irgendwie nochmal einen Freischuss ziehen. Nee, oder mal alleine machen. Martin läuft durch. Die Chance. Last-Minute-Tor. Jawohl! 88. Minute. Hört nur alle hin. Und guckt vor allem hin. Der Mann, der wird noch richtig geil in der Saison. Der wird, glaube ich, noch richtig, richtig viel Spaß machen. Und da haben wir irgendwo die Lücke gefunden im dichten Dickicht. Hier, genau der Lauf, der war entscheidend. Davide Martin und dann rechts wie links. Obwohl der nur 3 Sterne schwacher Fuß hat und der ist, glaube ich, Rechtsfuß. Aber ist egal. Den macht er und der ist zu Recht erstmal der Kapitän. Der bleibt doch erstmal Kapitän. Mit 19 Jahren, eine 80er Gesamtstärke, das scheint ihm gut zu tun. 6 Tore. Heißt natürlich auch, dass der Marktwert immer höher wird. Der wird steigen und steigen und steigen. Und irgendwann werden wir den wahrscheinlich für 60, 70 Millionen abgeben. Das ist so ein Spiel. Aber noch haben wir ein bisschen zu spielen. Noch ist das hier nicht durch. 1 Minute oder was gibt es noch oben drauf? Ja, 60 Sekunden. Das spielen wir jetzt in Ruhe zu Ende. Das ist der Sieg. Fragt sich nur noch, ob 2-1 oder 3-1. Nochmal Flanke. Larsen ist in der Mitte. Das gibt wahrscheinlich den 2-1-Sieg. Jawohl. Also knapp. Ein Arbeitssieg, aber verdient. Freiburg halt durch den Elfmeter, den du halt nicht unbedingt geben musst. Da nochmal zum Ausgleich gekommen. Aber wir bleiben oben. Das ist wichtig. Wir bleiben ungeschlagen. 2-1-Sieg. So kann es gerne weitergehen. Ja, gegen Freiburg war es auch in der letzten Saison immer schwer. Zu Hause auch ganz knapp gewonnen. Dann am Ende 3-1. In Freiburg ein 3-3 geholt. Damals noch Sascha Kalajdzic mit dem Last-Second-Ausgleich. Ich kann mich daran noch sehr gut erinnern. So, hier machen wir mal ein bisschen ausgeglichen, dass sie wieder ein bisschen zu Kräften kommen. Aber wie gesagt, das verzerrt halt immer so ein bisschen. Das ist direkt nach dem Spiel. Und wenn die dann immer kommen mit dem Trainingsplan und der Trainingsplan braucht Zeit, es braucht noch was ganz anderes. So, jetzt haben wir erstmal ein monatliches Scouting-Update. Das ist sehr, sehr gut. Da können wir dann auch nochmal gucken. Abschlussbericht zu Samuele Poli. Den hatte ich mir auch mal angeguckt. Das ist so ein ähnlicher Typ, Spielertyp wie Davide Martin. Der ist auch 1982. Ob das schon Regent ist, weiß ich nicht. Ich wüsste gar nicht von wem. Italienischer Mittelstürmer.
Immobile ist es nicht, Dybala ist es auch nicht, der spielt ja noch, aber der hat auch richtig, richtig gute Werte. Ist halt aber leider zu teuer. Aber der kriegt auch locker 93, 94, 95, den kannst du auch, glaube ich, bis zu einer 99 hoch leveln. Noam Devot, das ist halt auch nochmal jemand, den würde ich mir auch noch gerne holen. Der wäre im Bereich des Möglichen. Vielleicht im Winter, wenn wir dann das Geld von der Champions League kriegen, wenn wir weiterkommen sollten. Wir müssen ja erstmal weiterkommen. Also, was haben wir hier? Positionswechsel. Unserer Meinung nach defensiver Mittelfeldspieler. Aber Larsson, ist doch defensiver Mittelfeldspieler, oder? Defensiver Mittelfeldspieler, Positionswechsel. So, jetzt hat er eine 73. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir da irgendwie nochmal ein bisschen was machen könnten. Hier gibt es dann verschiedene Entwicklungen. Defensives Mittelfeld. 23 Wochen, 20 Wochen. Jetzt schauen wir hier nochmal. Rechter Verteidiger. Nee, das ist ja nur Position. Machen wir erstmal. Wobei hier würde er sich am besten entwickeln, ne? Überall. Ich lasse mal ausgeglichen. Aber gut, jetzt hat er eine 73. Van Duyven hat auch die optimale Energie. Auch da müssen wir gucken, dass wir... Bei Bernd van Dijk braucht erstmal ein bisschen Bissigkeit. Und Van Duyven kriegt auch hier ausgeglichen. Der spielt halt auch irgendwann. Da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. So, jetzt schauen wir mal. 2 Leute. Zwar haben wir aus der Elfenbeinküste, genau. Da hatte ich ja auch, glaube ich, mal geguckt. Weil Afrikaner sind immer schnell, immer gut. Innocent Camara, den können wir mal verpflichten. Der hat einen Wert von 1,1 Millionen. Arsene Doumbia dagegen nicht. Alan Touré auch nicht. Und Boubacar Seka auch nicht. Die sind halt wirklich dann auch nicht so gut. So, nächstes Scouting-Update. Der war in Spanien unterwegs. Da gibt es doch bestimmt jetzt einen guten. Komm, Iago Avila, Xavier Romero, Andoni Guerra, nee, Santi Ruiz. Leider ins Klo gegriffen. Roberto Delgado, Emilio Duarte. War leider nichts mit dabei. Aber ich bin jetzt mal gespannt. Wir gucken jetzt gleich mal auf den drauf. Oh, dann geht schon in die Champions League rein. Oh, oh. Noam Deveux, 79. Der könnte sogar fast ein Stammspieler werden. Weil der kriegt dann nochmal ein bisschen mehr als Kanesici. Das sind halt, wie gesagt, diese spielgenerierten Megatalente. Auch dieser Poedi oder wie er hieß. Mit 79 schon. Also wir werden wahrscheinlich gegen Mainz mal die zweite Mannschaft spielen lassen. Oder ein bisschen wechseln. Die B11 habe ich jetzt mir noch nicht so hingestellt. Aber das wäre zum Beispiel mal eine B11. Da würde Nacho Ferri vorne spielen. Anstatt Boniface zum Beispiel. Das können wir ja auch mal versuchen. Ich wollte jetzt noch mal kurz auf die Jugendakademie gehen. Mal gucken, wie der so drauf ist. Ja, okay, der hat eine 59 mit 16 Jahren. Den könnte man natürlich gut hochleveln. Keine Frage, wenn man den verleiht. Aber so diese richtigen Megatalente, die hätten halt jetzt schon eine 66, 67. Die könntest du dann quasi schon in die erste Mannschaft reintun. So, in der Tabelle haben wir jetzt schon 2 Punkte Vorsprung. Also das sieht ganz danach aus, als würden wir hier durchmarschieren. Nein, natürlich nicht. Und ansonsten, guck mal, SC Paderborn ist 13. Augsburg ist auch hier letzter. Nee, in meiner Hertha-Karriere ist, glaube ich, Schalke letzter, ne? Augsburg ist vorletzter. Also ich bin gespannt gegen Mainz. Wie gesagt, eine etwas veränderte Truppe. Dann geht schon in der Champions League los. Also die englischen Wochen, sie stehen vor der Tür. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.